Herzlich willkommen auf dem PLW History Kanal. Heute stellen wir euch die Uniformen der Matrosen der Kaiserlichen Marine vor. Die Marine wurde zu einem Lieblingsprojekt Kaiser Wilhelms II. Sie diente nicht nur dem Schutz der immer größer werdenden deutschen Handelsmarine, sondern symbolisierte auch den anhaltenden Aufstieg des Deutschen Kaiserreiches. Erstmals in der Geschichte verfügte die traditionelle Landmacht über eine gewaltige Seestreitmacht und wurde dadurch immer mehr zu einer direkten Bedrohung für die britische Royal Navy. Jedoch sollte sie ihre Stärke nie wirklich unter Beweis stellen können. Wenn ihr euer eigenes Schlachtschiff zum Ruhm führen wollt, dann ist World of Warships genau das Richtige für euch. World of Warships ist ein Free-to-Play-Spiel, bei dem ihr teambasierte Seeschlachten führen könnt. Euch stehen dafür 5 verschiedene Schiffsklassen zur Verfügung: Zerstörer, Kreuzer, Schlachtschiffe und Flugzeugträger. Für die Seewölfe unter euch gibt es seit neuestem auch U-Boote, mit denen ihr das maritime Schlachtfeld unsicher machen könnt. Für jeden dieser Schiffstypen sind unterschiedliche Taktiken notwendig, um bei einer Seeschlacht bestehen zu können. Bei Sonnenschein und guter Sicht könnt ihr eure Stärken als Schlachtschiff ausspielen, oder ihr schleicht euch bei schlechtem Wetter an den Feind heran. Jede Schlacht ist einzigartig. Ob man gerade noch einem Torpedo ausweicht oder in einem Artillerieduell knapp den Feind ausschaltet, World of Warships wartet mit etlichen spannenden Situationen auf. Dabei könnt ihr eines der mehr als 500 historischen Schiffe aus 11 verschiedenen Nationen verwenden, die nach historischen Dokumenten und Bauplänen modelliert wurden. Und wenn du jetzt den Link in der Videobeschreibung nutzt und den Code Warships verwendest, erhältst du, wenn du dich zum ersten Mal beim Wargaming-Portal registrierst, 500 Dublonen, 7 Tage Premium-Zugang, 2 Millionen Credits, ein Rang 4 Schiff und einen Level 6 Kapitän. Da wir im Team auch selber World of Warships spielen, sehen wir uns vielleicht schon bald auf dem maritimen Schlachtfeld. Nach der Reichsgründung ging die Kaiserliche Marine 1872 aus der Marine des Norddeutschen Bundes hervor, welche wiederum 1861 aus der Königlich Preußischen Marine hervorging. Zuerst als Küstenschutz eingesetzt, wurde die deutsche Flotte unter Kaiser Wilhelm II. Massiv aufgerüstet und gewann immer mehr an Bedeutung, bis sie zu Kriegsbeginn 1914 nach der britischen Royal Navy die zweitstärkste und modernste Marine der Welt war. Es kam zu einem U-Boot-Krieg im Atlantik und einem Kreuzerkrieg im ostasiatischen Raum, die beide zum Ziel hatten, die Nachschublinien nach Großbritannien zu unterbrechen. Bei dem Seegefecht bei Helgoland und auf der Doggerbank blieb die deutsche Flotte erfolglos, doch bei dem unabsichtlichen Aufeinandertreffen bei Skagerrak teilte die Marine schwere Schläge aus, was jedoch nichts an der strategischen Gesamtlage änderte. Den Rest des Krieges blieb die Flotte in ihren Heimathäfen. Der Flottenbefehl vom 24. Oktober 1918 sollte eine letzte große Seeschlacht gegen die britische Grand Fleet provozieren. Diesen Befehl verweigerten die Besatzungen der Großkampfschiffe aufgrund der hoffnungslosen Kriegslage, was zum Matrosenaufstand und letzten Endes zur Novemberrevolution führte, die das Ende der Monarchie einläutete. Nach Ende der Kampfhandlungen wurde die deutsche Hochseeflotte entwaffnet und in Scapa Flow vor der britischen Küste interniert, während die Verhandlungen für den Versailler Vertrag liefen. Da dieser die Auslieferung der deutschen Schiffe an die Siegermächte vorsah, ließ Konteradmiral Ludwig von Reuter am 21. Juni 1919, den letzten Tag der Unterzeichnungsfrist, den Befehl § 11 bestätigen, signalisieren. Dies war eine Anspielung auf die Studentenverbindungen, wo § 11 für es wird fortgesoffen oder weitergesoffen stand. Nach diesem vorher abgesprochenen Codewort wurden 52 der 74 internierten Schiffe vor den Augen der britischen Bewacher innerhalb weniger Stunden selbst versenkt, was das endgültige Ende der kaiserlichen Hochseeflotte war. Philipp hat hier die Sommeruniform an. Die Sommeruniform wurde getragen von Mai bis September. Die ist wesentlich, oder nicht wesentlich, aber die ist ein bisschen dünner als die blaue Uniform. Deswegen wurde die an heißen Tagen getragen, zum Beispiel auch in tropischen Gewässern. Es gab auch die Möglichkeit, in tropischen Gewässern außerhalb der heimischen Gewässer die ein bisschen anzupassen, dass die Ärmel zum Beispiel so kurz waren, dass die nur bis zur Mitte des Unterarms gingen. So, das waren so Kleinigkeiten, die erlaubt waren. Hier haben wir die weiße Matrosenmütze oder Tellermütze.
Die wurde nach der dunkelblauen eingeführt. Zuerst gab es nur die dunkelblaue Mütze, so wie ich sie trage, mit separaten weißen Überzügen, die man drüber machen konnte, wenn es sehr warm war, beziehungsweise eben in tropischen Gewässern. Als Oberbekleidung haben wir hier das weiße Hemd. Hier ist der Kieler Kragen, der sogenannte, schon eingenäht. Darunter hat er einfach nur ein Unterhemd an mit blauem Kragen. An den Ärmeln hatte das weiße Hemd blaue Aufschläge mit weißen Streifen rum und einfach nur Metallknöpfe mit 4 Löchern, wie es heute bei der Bundeswehr ein bisschen anders ist. Die haben da goldene Manschettenknöpfe, aber bis zur Kriegsmarine war es immer noch in Metall. Die Hose ist eine weiße Klapphose. Das heißt, sie hat eine Klappe, die hochgeklappt wird und mit 4 Knöpfen befestigt wird. Sie hat auch 2 Einschubtaschen an den Seiten und wurde normalerweise, was hier jetzt ein bisschen anders ist, hinten mit einer Keilschnürung, also quasi hinten geschnürt. So wurde die befestigt, weil diese Hosen nicht mit Hosenträgern getragen wurden. An den Schuhen sehen wir hier eine etwas andere Trageweise, als ich sie habe, denn hier trägt der Matrose die Bordstiefel oder die Matrosenstiefel. Das waren Stiefel für den Bordgebrauch, also nur an Bord zu tragen eigentlich. Die haben eine glatte Ledersohle, wurden so getragen, entweder mit der Hose reingesteckt oder wie hier, was am üblichsten war, mit den Hosen hochgekrempelt. Wie ihr hier seht, hat dieser Matrose keinen Matrosenknoten, kein Halstuch um den Hals. Das liegt daran, dass 1914 durch die Seidenknappheit eben die schwarzen Seidenhalstücher nicht mehr ausgegeben wurden. Zumindest nicht flächendeckend. Da das hier die Sommeruniform ist und relativ dünn ist, wie Philipp bestätigen kann, das ist ausgesprochen dünn, haben die Matrosen und Seeleute zu schlechten Witterungen, so wie jetzt beispielsweise oder eben im Winter generell, die blaue Uniform getragen, wozu wir jetzt kommen. Das ist jetzt ein grober Abriss, was die Dienstkleidung generell der Marinesoldaten anging. Also es gab natürlich auch Uniformierungen für besondere Dienste, wie beispielsweise, wenn es jetzt die Unterseebootmannschaften sind, die bekamen dann Lederklamotten oder die Marineflieger oder. Aber hier geht es jetzt erstmal um die Dienstkleidung, die jeder Marinesoldat bei der Einkleidung bekam. Also bestehend aus Hemd, Hose und Paradejacke. Ich trage hier die blaue Uniform, das ist sozusagen auch die Winteruniform. Die blaue Uniform wurde getragen von Oktober bis April, zumindest im Inland und in heimischen Gewässern, was allerdings auch oft gemischt wurde. Also je nach Tagesbefehl und je nach Witterung gab es dann eben die Befehle, beispielsweise weiße Hosen, blaues Hemd zu tragen, oder da gab es die verschiedensten Mischungen sozusagen. Ich fange jetzt erstmal bei der Paradejacke an. Die wurde auch Affenjacke genannt, eben wahrscheinlich wegen den langen Ärmeln. Das ist sozusagen die Ausgehjacke, die wurde getragen zu besonderen Anlässen, bei Paraden beispielsweise oder an Sonn- und Feiertagen zum Ausgehen. Bei der kaiserlichen Marine war das so, dass sie sehr sparsam war. Es gab ein Sparsamkeitsgebot, deswegen gab es die sogenannte Garniturordnung. Also jeder Marinesoldat bekam bei der Einkleidung 2 Garnituren. Einmal die Paradegarnitur und die Dienstgarnitur. Also die Paradegarnitur war natürlich genau das gleiche beides, ne? Aber die Paradegarnitur wurde immer in einem Top-Zustand gehalten, also so wie gerade frisch ausgegeben. Die zweite Garnitur war dann diensttauglich, durfte auch schon ein paar Gebrauchsspuren haben. Jeder Marinesoldat war angehalten, in seiner Dienstzeit sich auch eine dritte Garnitur zuzulegen. Eben für den Fall, dass die zweite Garnitur im Dienst durchnässt wurde, dann kann man die tragen, bevor man die erste Garnitur trägt und dann eben einsaut. Wie auch bei der Armee gilt hier, dass Offiziere selbst Einkleider waren. Das heißt, sie mussten alles sich selbst nach Marinevorschriften eben schneidern lassen. Uniformierungen und Material und generell Kleidung durften immer nur von dem zuständigen Bekleidungsamt beantragt werden oder eben angeschafft werden. Also das war einmal in Kiel und in Wilhelmshaven, je nach Marinestation, wo der Soldat eben angehörig war. Außerhalb von heimischen Gewässern und im Ausland generell durfte aber auch eben von dortigen Geschäften Material gekauft werden und aus diesem Material eben neue Kleidungsstücke hergestellt werden. 1884 gab es die Änderung, dass jeder Truppenteil der Marine die gleichen Paradejacken bekam. Das heißt, nicht jede Jacke war gleich, aber der grundlegende Schnitt, das Design war genau gleich.
Es gab allerdings immer noch kleine Änderungen, woran man verschiedene Berufe oder Tätigkeiten der Marinesoldaten eben unterscheiden konnte. Ich habe jetzt hier zum Beispiel die Knöpfe in Gelbmetall. Die bekamen Angehörige der Matrosendivision. Dazu sage ich gleich noch was, wenn wir zum Mützenband kommen, was die Divisionen alle bedeuten. Grundlegend ist dazu zu sagen, die Matrosendivision hatten Gelbmetallknöpfe, die Werftdivision hatten Weißmetallknöpfe. Die Schiffsjungendivision hatten beispielsweise gar keine Jacke, von daher ist es da relativ einfach, sich das zu merken. Bei den Werftdivisionen ist es allerdings so gewesen, beispielsweise, dass die Handwerker 2 Reihen weiße Knöpfe hatten und hier aber nur 2 Knöpfe auf den Ärmeln. So konnten die sich unterscheiden. Die Heizer und die Maschinisten beispielsweise hatten hier eine Reihe Weißmetallknöpfe und dann eben die normalen 6 Knöpfe auf den Ärmeln. So gab es halt immer verschiedene Kleinigkeiten, je nach Branche sozusagen, wo die halt gearbeitet haben. 1875, kurz nach Gründung der Kaiserlichen Marine, gab es auch neue Knöpfe für die Paradejacken. Vorher hatten diese Jacken einen Anker und die preußische Krone abgebildet. Jetzt ist es ein Anker mit der kaiserlichen Krone. Durch das anfänglich erwähnte Sparsamkeitsgebot gab es eben zum Beispiel bei den Knöpfen den Fall, dass die eben 75 eingeführt wurden und es auch Fälle gibt, dass die sogar 1880 noch ausgegeben wurden. Also es war so, dass die Depotbestände, wenn sie voll waren, noch so lange ausgegeben wurden, bis die Depotbestände des alten Materials leer waren und dann wurde erst das neue Material ausgegeben. Einzige Ausnahme sind bestimmte Abzeichen für Offiziere, die durften auch sofort getragen werden. Aber generell gilt eigentlich, es wurde nichts wie bei der Armee sofort eingeführt, sondern es wurde erst das alte ausgegeben und aufgetragen. Für besonders kalte Tage gab es noch einen sogenannten Überzieher. Das war sozusagen das Pendant zum Mantel der Streitkräfte an Land. Die gingen ungefähr nur bis Hüfthöhe und hielten natürlich ein bisschen wärmer. Das war natürlich auf hoher See sehr, sehr wertvoll. Zusätzlich gab es noch einen blauen Schal. Der wurde um den Hals gelegt und sozusagen in den Kragen reingestopft. Der sollte eben nochmal den Hals wärmen an besonders kalten Tagen. Dann geht es weiter zum Kopf. Ich habe eine Tellermütze auf, auch Matrosenmütze genannt. Hier in dunkelblauem Tuch mit der Reichskokarde und dem Mützenband. Das Mützenband, das ist ein Thema für sich. Da gibt's 1000 verschiedene Einheiten, die verschiedene Mützenbänder hatten. Erstmal noch zur Mütze. 1872 wurde die blaue Mütze, so wie sie jetzt ist, eingeführt mit dem Mützenband zusammen. Ursprünglich gab es für warme Tage, für tropische Gebiete auch noch einen weißen Überzieher, den man sozusagen über die Mütze rüber gemacht hat, bis zum Mützenband hin. Später wurde dann die weiße Tellermütze eingeführt, die sozusagen die Überzieher dann irgendwann ersetzt haben, weil jeder Soldat 2 von den weißen Mützen bekam. Die weiße Mütze, wie ihr schon seht, ist an sich baugleich, bloß eben in weiß. Beide Mützen hatten auch noch einen Sturmriemen sozusagen, also einen Kinnriemen. Den haben wir jetzt hier nicht an den Modellen. Der war einfach nur an der blauen Mütze schwarz und an der weißen Mütze aus weißem Wollstoff und wurde vor dem Ohr eben durchgeführt, wenn es eben sehr stürmisch war und zur Inspektion auch. Die Mützenbänder waren 1,16 Meter lang, hatten die Inschrift entweder des jeweiligen Schiffes, auf dem gedient wurde, so wie bei meiner Mütze die SMS Schlesien mit der Abkürzung SMS, also Seine Majestäts Schiff. Jeweils die Farben, die abgebildet sind, die sind auch wieder abhängig von der Division, in der man ist. Hier haben wir beispielsweise die Matrosendivision, die bekam goldene Aufschriften, so wie eben meine Mütze auch. Die Matrosendivision stellte das seemännische Personal für Schiffe, das heißt Matrosen im Schiffsdienst, im Artilleriedienst, Infanteriedienst, also Schiffsartilleristen und so, die großen Geschütze bedienten. Die waren alle in der Matrosendivision und bekamen die goldenen Mützenbänder. Das heißt, wenn sie nicht an dem Schiff sind, bekamen sie eben Matrosendivision als Mützenband und wenn sie auf dem Schiff waren, bekamen sie eben den Schiffsnamen in Gold gestickt oder gewirkt, wie es damals hieß. Wie ihr seht, sind hinter der eigentlichen Bezeichnung nochmal Zahlen zu sehen. Die wurden auch zwischenzeitlich geändert. Also erst war es nur Matrosendivision, dann waren die Zahlen dahinter und dann wurde eingeführt, dass die davor und dahinter sind. So, was bedeuten die Zahlen? Die römisch 2 steht für die Matrosendivision. Also es gab eine erste und eine zweite Matrosendivision. Die erste war in der ersten
Marinestation in Kiel ansässig. Das war eben die Ostseestation. Und die Matrosendivision 2 war eben in der 2. Marinestation in Wilhelmshaven an der Nordsee. Hier kann man eben schon daran erkennen, an der 1 oder 2, ob der Soldat an der Nordsee oder an der Ostsee eben gedient hat. Dahinter ist die arabische Zahl, die steht einfach nur für die Kompanie. Also haben wir hier sozusagen die 7. Kompanie der 2. Matrosendivision. Zusätzlich zu den Matrosendivisionen gab es eine Werftdivision in jeder Marinestation. Die hatten anstatt Gold Silber gewirkte Schrift und eben auch die Schrift für die jeweiligen Schiffe waren in Silber. Die Werftdivisionen stellten eigentlich das technische Personal für die Schiffe. Das heißt also Heizer, Maschinisten, Handwerker, die fielen alle in diese Werftdivision und hatten eben die silberne Aufschrift. Zuletzt gab es noch die Schiffsjungendivision oder Schiffsjungenabteilungen. Die waren der Unteroffizier-Nachwuchs sozusagen. Die bildeten die Unteroffiziere für die Schiffe aus. Meist wurden die auf Schulschiffen ausgebildet und die bekamen schwarze Seidenmützenbänder, so wie hier auch, mit roter Aufschrift. Also entweder Schiffsjungendivision oder eben der Schiffsname in Rot. Zu Beginn des Krieges 1914 gab es sehr, sehr viele Reservisten, die eben, dadurch, dass die Marine auch eine Wehrpflicht hatte, so wie die Armee selber, wurden die Reservisten eingezogen. Allerdings waren es mehr Reservisten, als auf Schiffen überhaupt eingesetzt werden konnten. Deswegen bildete sich beispielsweise das Marinekorps Flandern, was aber ein Thema für ein anderes Video ist. Alles, was neu aufgestellt wurde im Krieg, wollte natürlich auch irgendwo ein eigenes Mützenband haben. Das Problem war bei den Mützenbändern, dass die aus Seide gefertigt waren und das war ein Stoff, der schon 1914 sehr, sehr teuer und sehr schwer zu beschaffen war, eben durch die Rohstoffknappheit. Das heißt also, nur bestimmte Abteilungen haben auch neue Mützenbänder bekommen. Also viele wurden auch einfach abgelehnt, die haben keine bekommen, die mussten dann eben das Mützenband Kaiserliche Marine tragen. Die Mützenbänder wurden so befestigt, dass sie hier an der Seite an den Mützen Schlaufen hatten, wo die Mützenbänder einfach nur durchgeschoben wurden und hinten gibt es sozusagen zwei Winkel und hier nochmal eine Schlaufe, wo sie eben einfach nur durchgeführt und befestigt wurden. So, die hingen dann runter. Die waren am Anfang des Krieges noch 1,16 Meter lang. Dadurch, dass es eben Seide ist und sehr schwer zu beschaffen war und die Ersatzstoffe für Seide eben damals schon noch schwerer zu beschaffen waren und noch teurer waren als Seide, wurden diese Mützenbänder, genauso wie die Halstücher, bis zum Ende des Krieges noch aus Seide gefertigt. Der einzige Unterschied ist nur, dass die irgendwann so kurz gefertigt waren, dass sie einfach bis hier zusammengeschlossen werden konnten und nicht mehr runterhingen. Ja, also das waren die einzigen Änderungen, die eben durch die Rohstoffknappheit getätigt wurden. Auch die deutsche Marine hat sich wie viele andere Marinen sehr von der britischen Royal Navy in Bezug auf die Uniformen inspirieren lassen. Deswegen sind die meisten typischen Merkmale für Marine- oder Matrosenuniformen, die man so kennt, bei der britischen Marine eben zu finden. Der Ursprung zum Beispiel von diesen langen Mützenbändern kam daher, dass Matrosen auch vor dem 19. Jahrhundert lange Haare hatten. Sie hatten lange Haare, die sie sich meist mit einem Strick, der in Fett oder in Teer getaucht wurde, zusammengeknotet wurde und dann eben zu einem, 2 oder 3 Zöpfen geflochtet wurde. So, und natürlich, je länger die Ausfahrt dauert, desto länger wurde auch der Zopf. Ne? Und so entstand dann das Bild des Matrosen mit einem Zopf, der eben bei den erfahrenen Matrosen natürlich länger ist als bei den neuen. An Anlehnung an diese Zöpfe wurde eben das Mützenband so lang gelassen, dass es hinten noch runterhängt. Soldaten der 2. Klasse des Soldatenstandes, also straffällig und verurteilte Soldaten, die durften beispielsweise bei der Armee die Troddel nicht tragen und bei stärkeren Vergehen auch das Seitengewehr nicht tragen. Bei der Marine ist es so, dass die Kokarde oben und das Mützenband beides nicht getragen werden durfte. Also so konnte man eben schon aus der Entfernung einen straffällig gewordenen Matrosen erkennen. Des Weiteren gibt es noch eine Legende, woher die Aufschrift auf den Mützenbändern stammen soll. Nämlich die britische Royal Navy hat Mitte des 17. Jahrhunderts angefangen, den Matrosen einheitliche Uniformen zu geben. Und früher war das eben so, dass sie zum Beispiel Dreispitze getragen haben oder Strohhüte. Dann hat man angefangen, den Matrosen auch schwarze
Hüte zu geben, die ein bisschen größer und rund waren. Die waren natürlich einheitlich, also jeder bekam dasselbe. So kam es natürlich auch oft vor, dass jemand seinen Hut mit dem des Kameraden vertauscht hat. Und es gibt die Legende eben, dass manche Matrosen oder viele Matrosen damals mit Farbe oder mit Kreide vorne den Schiffsnamen auf den Hut geschrieben haben, um eben den Hut wieder zu erkennen, ne, nach einer durchzechten Nacht oder wie auch immer. Und so wurde es eben auch bei der deutschen Marine eben eingeführt als Tradition, als Marinetradition. Kommen wir jetzt zur Oberbekleidung. Ich trage ein blaues Hemd. Das ist das blau-wollene Hemd, so ist es immer beschrieben. Es ist etwas dicker als die weiße Uniform, aber auch nicht sehr. Also ich muss auch sagen, bei schlechter Witterung friert man hier genauso schnell wie in der weißen Uniform. Ich trage aber auch kein Unterhemd, deswegen. Charakteristisch für die Matrosenuniform ist natürlich der Kieler Kragen, also der blaue Kragen mit den 3 weißen Streifen. So genannt, weil er eben vor allem in Kiel hergestellt wurde. Der lässt sich auch auf die Zöpfe zurückführen, denn wie schon erwähnt, kann man sich natürlich vorstellen, eben wenn man das weiße Hemd trägt, dass der Rücken hinten an dem Zopf sehr schnell eingesaut wird. Und deswegen haben die Matrosen sich damals schon eckige Tücher genommen oder eben aus Leder und einfach über die Schulter geschmissen, vorne zusammengebunden, sodass eben nur das Tuch gereinigt werden musste und nicht das Hemd selber. So, und das wurde sozusagen zur Marinetradition und man hat an die weißen Hemden den blauen Kieler Kragen eben schon dran genäht. Unter dem Kragen befindet sich das Halstuch mit Seemannsknoten. Bei vielen Ursprüngen der Marineuniform gibt es viele Gerüchte oder Legenden, wo man nicht so hundertprozentig sagen kann, ob es stimmt oder nicht. Also es wird viel romantisiert. So ist es bei dem Halstuch auch. Es ist ein schwarzes Seidenhalstuch mit einem Seemannsknoten. Man sagt, dass es bei der britischen Navy eingeführt wurde, nachdem Admiral Nelson, der eben gegen Napoleon sehr große Erfolge erzielt hat, gestorben war. Und zur Trauer wurde ein schwarzes Halstuch getragen. Die Royal Navy hat das wohl so gut gefunden, beziehungsweise die Königin damals zu der Zeit, dass es eben weiter so getragen wurde. Man hatte eben nur als Auflösung der Trauerzeit eine weiße Schleife dann befestigt. Ob das jetzt der Wahrheit entspricht, kann man nicht so genau sagen. Es ist eben ein Gerücht oder eine Legende. Ja. Zusätzlich hat das schwarze Halstuch noch einen blau gewebten Streifen, der von links unten nach rechts oben getragen wurde. Das ist sozusagen, kann man sich gut merken, die Richtung, in der auch ein Schwert gezogen wird. Bei der Kriegsmarine wurde es beispielsweise so gehandhabt von vielen Einheiten, dass die Nordsee-Streitkräfte es so getragen haben, von links unten nach rechts oben, und die Ostsee-Streitkräfte es eben umgedreht haben, also von rechts unten nach links oben. So, um sich eben ein bisschen abzuspalten, ne, von den anderen Marinestreitkräften. Bei der kaiserlichen Marine habe ich das jetzt noch nicht so oft gelesen. Da gab es eben Berichte, dass es an vielen Stellen auch verboten wurde offiziell. Der Grund, warum hier ein blauer Streifen drauf zu sehen ist, ist auch eben, um es von der Marine als Eigentum der Marine oder des Königshauses eben darzustellen. Denn schwarze Halstücher waren damals sehr beliebt und Matrosen haben es sehr gerne verschenkt zu Hause. Und um das eben so ein bisschen zu unterbinden, haben sie hier eben ein sehr gut erkennbares Eigentumszeichen sozusagen gesetzt. An dem weißen Hemd, wie hier gut zu sehen ist, war der blaue Kieler Kragen direkt vernäht an dem Hemd selbst. Das hat das alles ein bisschen einfacher gemacht. Bei dem blauen Hemd ist das ein bisschen schwieriger, denn das blaue Hemd, wie ihr seht, hat einen Kragen auch aus blauem Tuch eigentlich. Der ist fest angenäht. Der wurde auch so zu normalen Diensten getragen. Der blaue Kragen ist ein sogenannter Exerzierkragen. Der wurde unter dem Hemd getragen und unter dem Hemd sozusagen einmal unter den Achseln durchgeschnürt und wurde oben drüber rausgelegt. Der wurde eben zu besonderen Anlässen getragen, weil man einfach schick aussehen sollte. Zu Arbeitseinsätzen wurde der in der Regel nicht getragen. Zusätzlich zu dem blauen und dem weißen Hemd gab es auch noch zu besonderen Diensten, besonders dreckige Arbeiten, das sogenannte Takelhemd, beziehungsweise das Takelpäckchen nennt man das, glaube ich. Also mit Hose dann zusammen wäre das Takelpäckchen. Das ist einfach nur ein weißes Matrosenhemd mit weißem Kragen statt blauem Kragen. Und was es noch davon unterscheidet von den anderen, ist, dass dieses Hemd eine Brusttasche hat. Da wurde nämlich das Matrosenmesser verstaut. Es gibt über die Jahre verschiedene Versionen, also einmal mit rechts und einmal mit links. Aber
wo die Tasche jetzt ist. Das ist dann unterschiedlich, weil eben bei der Marine alles getragen wurde. Alles, was jeweils eingeführt wurde. Ne? Solange wie es halt noch dienstfähig ist, wurde es noch getragen. Also kann man rechts und links die Taschen haben. Des Weiteren gibt es noch einen Unterschied in der Trageweise. Wie ihr bei mir seht, ich trage das Hemd in der Hose und einfach nur sozusagen über die Knöpfe der Hose rübergelegt. So wurde es getragen. Laut Vorschrift sollten alle Falten, die entstehen, möglichst an der Seite getragen werden. Das war natürlich auch bei dem weißen Hemd mit blauem Kragen so. Da wurde auch das Hemd immer in der Hose getragen. Bei den Arbeitshemden, das ist der einzige Unterschied. Da kann man das ganz gut sehen auf Originalfotos. Wenn man sieht, dass die Hemden nicht in der Hose stecken, dann haben die ein Arbeitshemd an. Weil die wurden nämlich immer einfach aus der Hose, über der Hose sozusagen rausgetragen. Zusätzlich wurde noch unter dem eigentlichen Hemd ein Unterhemd getragen. Das war ein weißes, langärmeliges Hemd mit blauem Kragen, wie bei der Sommeruniform zum Beispiel zu sehen. Das wurde aber nicht immer getragen. Ne? Also wenn es jetzt ein bisschen wärmer war, dann haben sie es auch weggelassen. Oder eben zur Paradeuniform habe ich es auch oft gesehen, wo einfach kein Kragen hier zu sehen ist, wo sie es einfach weggelassen haben. Die Hose ist eine Klapphose, das heißt, sie hat eine Klappe, die hier an 4 Knöpfen jeweils befestigt ist. Also die wird hochgeklappt und hier zugemacht. Sie hat 2 Einschubtaschen hier an der Seite und hat im Gegensatz zu den Bundeswehrhosen beispielsweise hinten am Gesäß keine Tasche. Das ist so der wichtige Unterschied, falls man eine Darstellung machen möchte. Die hat hinten keine Tasche. Diese Hosen wurden nicht mit Gürtel oder mit Hosenträgern getragen. Sie wurden, also bei der blauen Hose habe ich das oft gesehen auf Originalaufnahmen, dass die hier an der Seite sozusagen mit Schnallen verstellbar waren. Aber viel öfter war es wohl der Fall, dass sie hinten in der Mitte ja so keilförmig geschnürt waren, so wie die weiße Hose und die Takelhose auch. Die Hose war geschnitten wie eine Schlaghose. Das heißt, laut Vorschrift waren die Hosen an den Knien 2 cm enger als unten am Fußende. Das war auch zum Beispiel einer der größten Unterschiede sozusagen zur Marineuniform der Royal Navy. Denn die haben wirklich, wenn man mal so Fotos sieht, die haben wirklich extreme Schlaghosen. Also die gehen unten richtig weit auseinander. Das ist bei den deutschen Marinekräften nicht so gewesen. An den Füßen trage ich eine ganz normale Schnürschuhe. Das ist jetzt eine etwas schickere Variante, dadurch, dass ich die eben zur ersten Garnitur zur Paradeuniform getragen habe. Beim Schuhwerk, bei Socken und bei Unterwäsche waren die Soldaten sowieso, ja, hatten freie Wahl, durften auch privat alles besorgen, was sie eben tragen wollten, solange es bei den Schuhen jedenfalls den Vorschriften entsprach. Also einfache Schnürschuhe haben schon gereicht. Es gab auch, wie an der Sommeruniform gezeigt, Matrosenstiefel. Es gab Schnürschuhe für Matrosen, die eben glatte Ledersohlen hatten. Ansonsten waren die Schnürschuhe relativ gleich mit dem der Streitkräfte an Land. Und es gab noch Schuhe aus Segelstoff, also so ein Segeltuchstoff, die eben sehr viel flexibler waren. Damit konnte man sehr gut an der Takelage hochklettern und sich dort halten. Die Abzeichen für besondere Dienstgrade, die waren im Gegensatz zum Militär an Land nicht wie hier mit Schulterklappen zum Beispiel versehen, sondern die wurden an den Ärmeln aufgebracht. Also da kamen beispielsweise schon die Winkel, die man später bei der Wehrmacht auch hat, die gefreiten Winkel, die kamen bei der Marine zuerst auf, bei der kaiserlichen Marine. Die waren dann eben für Gefreiten, Obergefreiten der Matrosenstände. Und es gab auch noch ganz viele andere Abzeichen. Also für jeden möglichen Beamten und für alle möglichen Tätigkeiten gab es eben Abzeichen, die wurden an den Ärmeln angebracht. Bei den blauen Hemden ist es in Gold gestickt meistens und bei den weißen Hemden eben blaue Abzeichen. Die Marine hatte auch eigene Koppelschlösser natürlich, dadurch, dass sie eben keinem anderen Regiment oder sowas angehört oder keinem Land wie Preußen, Bayern und sonst wie. Die gehörten wirklich nur dem Kaiser an. Also es gab nur eine kaiserliche Marine. Deswegen hatte die kaiserliche Marine eine Kaiserkrone auf dem Koppelschloss. Wenn man hier mal so den Vergleich zieht, das ist ein preußisches Koppelschloss mit der preußischen Krone. Das ist jetzt ein Original, deswegen glänzt das nicht mehr so. Aber es ist im Prinzip das gleiche, nur eben mit einer anderen Krone. Diese Koppelschlösser wurden zum Beispiel auch von den Schutztruppen getragen und von allen möglichen im Ostasien-Geschwader und eigentlich von allen, die der Marine unterstanden, wurden die getragen. Wie ihr eingangs schon gesehen habt,
gab es bei der Marine auch die Kommunikationsmittel der Winker sozusagen. Es gab einmal Flaggensignale, die wurden an den Schiffen angehängt. Also die sieht man auch oft, wenn man jetzt mal am Hafen ist oder so, sieht man die immer noch oft. Die haben eben ganze Befehle und ganze Sätze eben kommuniziert. Zusätzlich gab es eben die Winker. Das waren Truppen ausgestattet mit Fahnen. Damals war es eben noch eine rote Fahne mit weißem Viereck drauf. Heute ist es mittlerweile, glaube ich, eine weiß-gelbe Fahne. Dafür gab es eben das sogenannte Winker-Alphabet. Es gab das deutsche und das internationale Winker-Alphabet, weil man sich vorstellen konnte, während der Kriegszeit hat man natürlich nicht das internationale Alphabet genommen, weil das der Feind eben dann auch verstehen könnte. In diesem Winker-Alphabet sind einmal alle Buchstaben von A bis Z und alle Zahlen von 0 bis 9 aufgeführt mit verschiedenen Gesten eben. Je nachdem, wie man die Fahne hält, bedeutet das eben ein Buchstaben oder eine Zahl. Vor der Funktechnik wurde das eben besonders gerne genutzt. Erstens, weil man nichts anderes hatte, außer eben Lichtsignale gab es natürlich auch nachts. Und wurde tatsächlich sogar bis zu den Zweiten Weltkrieg sogar ein bisschen später noch benutzt, eben weil man das sehr schlecht abhören kann. Das war jetzt erstmal die Uniformierung des Bordpersonals, die grundlegende Uniformierung. Es gab natürlich noch verschiedene andere besondere Uniformen für verschiedene Truppen. Das ist gerne mal ein Thema für ein späteres Video, beispielsweise die Marineinfanterie, die jetzt auch an der Westfront im Ersten Weltkrieg im Graben selbst mitgekämpft hat. Wenn ihr darüber mal was wissen möchtet, schreibt das gerne in die Kommentare, dann kriegen wir da bestimmt was zu hin. Wenn euch das Video gefallen hat, lasst es uns gerne wissen. Lasst gerne ein Like da und einen Kommentar und ansonsten sehen wir uns beim nächsten Mal.